mal durchgehend entschärfen. So. Sorry für die kurze Interrupt. This thing before it does damage. Ja genau, also ich kriege ja durch Damage ja quasi so ein bisschen Gift trinken, weil das hilft hier mir. Und jetzt werden wir wieder zusammen. What's this? It looks strange. So, also wir gehen weiter. Einfach weitergehen, einfach weitergehen. A tall woman stands amid a field of corpses, some fresh, some ancient. The sour smell of them stings your nostrils, your eyes. As you draw nearer, the stench blooms into a humid flavor you can almost taste. The woman turns to you, bitten lips parting into a grin. She tucks a small bunch of black-red roses into a leather strap across her left hip and, preparing to curtsy, offers you a hand. She stands to her full height, her lips pursed in disappointment. She cocks her head and takes you in. The stench of death and sewage suddenly intensifies. She peers closely at you, a shrewd smile playing about her lips. Ave de more de meer gelach. Very good, kitten. Now, I imagine you're here for the same reason I am. She pats the bouquet at her hip. But you're too late. These roses belong to me. Looks like we'll have to find some other way to keep you busy. Come, relax. That's the last thing I had in mind. She bites her lip and leans in, close to your face. As she whispers, her breath, faintly fragrant with a sweet honeyish smell, caresses your ear. I find you rather delicious. Just because something is bad doesn't mean you ought not to do it, love. She presses her lips to yours. Her mouth is soft, her breath sweet. Suddenly her breath sours in your mouth. It is rank, mouldering, thick with the taint of death. You try to pull away, but she is holding you. You hear a low hum, getting louder. Before you realize what's happening, winged insects pour from her throat down yours. They ricochet around your mouth, a wet, buzzing mass, more by the second. Suddenly, all at once, they start stinging you from inside. She stands over you, smiling, and wipes her mouth. There, there. Tell me, little man, do you know why the soil here is so very fertile? Do you know why it's the only place in Reaper's... Very good. Lovely.
Okay. I'll need more roses soon enough. I already started with the last traveler who interrupted me. Come, let's make next year's harvest a real bounty. Okay, wir haben einen Kampf. Wir... Okay, ja. Zaubern zuerst. Wir haben ein bisschen Magie. So. So, wir kämpfen. Da er verwandelt ist und auch gegen uns kämpfen kann, schieben wir mal woanders hin. Damit das sind noch ein paar. Mist, die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da noch ein paar sind. Ach, Mist. Ach, das läuft jetzt gerade irrsinnig dumm. Das war schön, das war schön. Und der hat sich nämlich gerade rausbewegt. Also gerade durch meinen Radius bewegt. Das war nämlich nicht sehr schlau von ihr. So. Die machen da keinen Schaden. Und haben wir tot. Komm. Gut, wieder einer tot. Weitermachen.
um es einmal so auszudrücken, und macht die ganzen kleinen Mister mehr fertig als die großen. Das war gerade nicht so schlimm. Okay, der wollte sich wohl bewegen. So. So, einer tot. Rauf, darauf, in die Richtung gehen wir mal. Wenden den Zug. Ah, gut. Du willst da drauf fliegen, na dann. Wir werden dann noch meinen Imp verstärken, der da steht. Und noch einer. Jawohl. So. Jetzt können wir quasi die ganzen Leichen.
Hexe ist auf jeden Fall wichtig, weil It hums with inner source. die hat nämlich einiges Nettes, was man danach hier, sobald wir die Quest mal beenden, also die eigentliche, die Drachen, den Drachen nämlich hier zu retten, auf jeden Fall mal ausrüsten, weil die hat nämlich einige starke Sachen im Inventar. Da haben wir nämlich noch Matsche. Da oben ist Matsche. Und dann werden wir natürlich auch mal wieder zu einem Händler gehen. Wie gesagt, wir werden zum Schrein von Amadia gehen und dort weitermachen, weil dort ist dann die nächste stärkste Händlerin. Dann, sobald wir das Schweinchen quasi dazu gebracht haben. Und wir können uns dort heilen und auch wieder neu ausrüsten. Das ist dann auch relativ spitze, was mir dann sehr gefällt. Sehr, sehr gefällt sogar. Gut, wir gehen jetzt mal rüber zum Drachen und zerstören dem seine Fesseln. Unreadable glyphs mantle this ancient pillar, braided through thick... So, wir greifen hier an und hier wird angegriffen. The dragon rakes the earth with ice. Quakes from the impact knock you back. The freed dragon looks sick and pale. As you approach, he stretches his tattered wings weakly and fixes his intense gaze upon you. Frozen tears glint in his eyes. My gratitude for your efforts, friend. Yet I am no more free now than I was in those chains. Please, help me find true liberty, or sing me to the endless slumber. But of course, that must be why you stand before me. Slain called to the Lord of Death, and here you are. A coincidence? My fate, it seems, is not my own to call. Oh. My soul is bound to joyless obedience. Purged of my source by the wickedest of witches, I stand enthralled to her every whim. She has only to command, and my traitorous body complies. That you would even ask such a question of a stranger already in your debt. There is much goodness within you, but this task would not be easy. Rebecca is a canny one, cat to your mouse. She consumed all my source with her purging wand. So long as she holds it, she has absolute control over me. If you could retrieve it for me. Slain rears back in eagerness, grasping the purging wand with razor-sharp claws. Before your eyes, the source from within the wand surges into his draconic form, filling him with a light so bright that you must shield your eyes from the glare. The blazing brightness dies down. Squinting, you now see no dragon before you, but the figure of a handsome lizard. A handsome lizard with the same eyes as Slain. His eyes still blaze, a piercing silver. A triumphant smile dominates his face as he bows extravagantly before you. Slain. At your service.
Ich verwende Gestalt, Staunen, Wechsel. All like me have such eyes. With them, I see spirits. Not a blessing on this haunted island. You are lucky not to see the desperation that lies before me. Ja, sich von... If everyone thought like you, this vile place would be little more than a sunny island. Perhaps before we are done, we can return it to such a state. Knowing such a steadfast and noble soul offers help to those in need gives me great comfort. I'd like to offer you the same. When you are truly at a loss, when you have no choice but to back down or perish, you will find safety in my shadow. This, I promise. Okay, was hast du jetzt This vor? is an island of many mysteries, of many horrors. I'll learn what I can. Perhaps there is some possible reprieve for the souls who suffer here. Slane smiles at you and turns to leave. He takes no more than a few steps before he shimmers out of lizard form, blurring in mid-air back into a majestic dragon that soars away. Hallo meine lieben Freunde, das war's von Divinity Original Sin 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt mir gewogen mit einem Abo, einen Daumen rauf und mit dem Aktivieren der Glocke. Und dann in der Videobeschreibung befindet sich ein Dank an den lieben Lunk und natürlich auch an der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Daumen hoch, Abo und Glocke würden mich freuen. Und ich verbleibe als Gaming Dragon mit dem heißen Fario für diesen